Ja, ich bin die Petra und ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich habe meine Hörimplantate seit 2021 und ich feiere an diesem Tag immer meinen Geburtstag, meinen zweiten, weil ich das eben als neue Lebensqualität ansehe und es hat mir wirklich sehr, sehr viel gegeben. Jetzt habe ich eigentlich alles als Lieblingsgeräusche, weil ich das ja alles wieder hören kann. Und deswegen kann ich kein Besonderes nennen. Alles ist wieder da und das ist einfach toll. Ja, mein Entscheidungsprozess lief genauso wie bei vielen anderen, die sich jetzt überlegen, ein Implantat setzen zu lassen. Es war ein schwieriger Weg. Ich habe alles versucht, nachgefragt und gelesen, weil ich ja nichts darüber kannte. Und deswegen ist es ja gut, dass wir diese Hörpartner haben, um das weiterzugeben. Das kannte ich nicht damals. Und ich wollte auch nicht, so wie jeder andere auch. Es war einfach, nein, ich will nicht, ich habe es weggedrückt. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich zur Reha durfte. Und dort bin ich mit CI-Implantaten, Implantierten zusammengekommen. Und ich war begeistert, weil ich da erst mal sah, was diese Leute verstehen konnten. Und die konnten sich unterhalten, was ich ja gar nicht konnte. In Gaststätten, in lauter Umgebung, das war gar nicht mehr vorhanden. Ich habe dann auch gefragt, ich sage, könnt ihr euch wirklich verstehen? Ja, sonst würden wir uns ja nicht unterhalten. Und da habe ich gedacht, na ja, das ist es. Du musst unbedingt diesen Schritt wagen. Und das habe ich dann auch sofort getan. Wunderbar. Wunderbar. Und ich bin auch meiner Ärztin dankbar, die mich bilateral sofort implantiert hat. Also ich bin so glücklich, das kann sich keiner vorstellen, weil ich ja wieder alles erleben kann. Ich habe damals viel verloren, als ich so schlecht hörte. Ich habe das ja nicht eigentlich gemerkt. Man denkt ja immer, das, was man mitbekommt, das ist es eben halt. Aber ich habe vieles nicht mitbekommen oder falsch verstanden. Und das ist heute nicht mehr so, weil ich ja eben halt jetzt voll dabei bin. Ich kann mich richtig unterhalten und brauche mich auch manchmal nicht streiten, weil ich ja was anderes verstanden habe, als mein Gegenüber überhaupt gesagt hat, ne? Also, ganz toll. Ja, also dieser Schritt war wirklich wunderbar und das war der ausschlaggebende Schritt, dass ich da in der Reha die Implantierten habe kennengelernt. Ja, und dann habe ich aber wirklich mitbekommen, wie toll die sich verstanden haben. Und dann sind wir ausgegangen. Ich hatte eine Nachbarin, mit der die auch Hörgeräte noch hatte. Und dann haben wir da gesessen und haben gesagt, was erzählen die sich denn da überhaupt? Können die sich verstehen? Dann habe ich die gefragt und die sagten, ja, natürlich können wir uns verstehen. Und dann hat selbst auch meine Bettnachbarin sozusagen auch gesagt, ja, ich glaube, wir machen den Schritt. Und dann haben wir beide gesagt auch, haben uns auch dafür entschieden und haben uns auch beide für die Firma Med-Ed entschieden. Also doch, das war der ausschlaggebende Punkt, nachdem man das wirklich auch mal sehen konnte. Weil früher kannte man das ja nicht. Ne? Und wenn einer sagt, ich kann jetzt besser hören, ja gut, ist wie mit einer Brille, kannst du auch besser sehen. Aber man muss mehr davon wissen. Und das ist da gegeben worden in der Reha und das war gut. Genau aus dem Grund, weil ich eben halt weiß, wie die Leute sich fühlen, die vor dieser Entscheidung stehen. Keiner will diesen Schritt gehen, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte es auch nicht. Aber als ich dann in der Reha war und habe das mitbekommen, wie wirklich diese implantierten Leute sich unterhalten konnten, das war wunderbar. Und das war mit Hörgerät nicht möglich. Und dieses möchte ich jetzt den Leuten weitergeben, dass sie wirklich Mut fassen. Die sehen mich als Beispiel dann, dass ich jetzt wieder voll am Leben teilhaben kann. Ich mache Sport, ich gehe zu Live-Konzerte und auch Fahrradfahren. Ich habe einen guten Helm gefunden für mich und sowas ist ja auch wichtig. Das habe ich alles. Und das, wie gesagt, mit Hörgeräten war das alles nicht möglich. Ne, im Fitnessstudio mit 'm Hörgerät, oh, das war ja schrecklich. Jetzt habe ich das, ich kann mich unterhalten wieder.
Ja, ich hatte ganz schön viele. Schon alleine von der Natur her, die Vögel zu hören, also, das ist schon gut. Die Kinder wieder richtig zu hören. Und, ich bin jetzt auch noch Lernpatin in der Grundschule geworden, weil ich jetzt da auch wieder, mich in der Umgebung von Lauten, sage ich mal so 'n bisschen, befinden kann und das funktioniert. Ich bekomme wirklich sehr, sehr viel mit. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was so toll geworden ist. Eigentlich alles. Ja, die Tipps sind also für die Leute, die sich dafür entscheiden, die sollen sich wirklich mal erkundigen bei den Leuten, so wie jetzt bei uns, die Hörpaten, einfach mal nachfragen, wie es ist, mit einem Implantat zu leben. Und, das ist sehr wichtig. Diese Leute können uns ja auch viele Fragen stellen. Wir geben zwar keine medizinischen und technischen Ratschläge, aber ich sage immer, die menschlichen. Das, was die wissen wollen jetzt, wie ich damit Sport treibe, wie ich zum Beispiel viele Dinge mitmache. Und das können wir machen und dadurch machen wir denen die Entscheidung auch leichter. Also einfach eine tolle Sache, man muss den Schritt wagen. Es ist wirklich spitze. Auf alles, was neu ist, was kommt. Was ich vielleicht noch nicht erlebt habe, äh, ja, da kann ich mit reisen, überall hin, fliegen und das Leben genießen. Alles in einem.